Blue Eagle Productions. Bing. www.blauintern.de A freeware game by Paul Schneider. With music by Josh Welke. Musik, die dir die Ohren raushaut. Gun Girl 2. Herzlich willkommen heute bei Gun Girl 2. Hier ist wieder die Catty, man kennt mich wahrscheinlich oder auch nicht. Und heute einfach mal ein kleines Spiel mit einer kleinen Schießwürdigen, die keine Beine und keine Hose hat und die anscheinend noch nicht braucht, denn Füße gehen ja immer noch. Probiert hatte schon mal eine kleine Runde, wie man sieht, aber ich würde sagen, wir fangen neu an. Natürlich als Gun Girl und natürlich auch normal. Ich will mich ja nicht gleich überfordern. Und natürlich geht es auch schon sehr klischeehaft los. Nach einem langen Tag im Park mit ihren Freunden schläft Gun Girl schließlich in ihrem Bett, in ihrem riesigen Bett und träumt über Hunde. Währenddessen ist natürlich eine grauenhafte Zombie-Apokalypse draußen im Gange, die alle Menschen oder alles Leben auf der Erde umbringt. Und wir schlafen einfach mal friedlich. Es ist natürlich auch sehr klischeehaft mit den Hunden, wir träumen von Hunden. Aber, naja, wir stehen auf vom Bett aus, wir stehen auf aus dem Bett und schauen nach draußen. Wir sehen die Zombies und die Welt. Und wir nehmen natürlich unsere Pistole und stürzen uns ins Getummel. So ist zumindest meine Übersetzung. Wer das besser übersetzen kann, kann das ja gerne machen, aber das ist jetzt mal meine Übersetzung. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich mal los. Ich finde auch die Grafik ganz hübsch gemacht. Natürlich typisch Gun Girl, man braucht natürlich Brüste, das Schießen funktioniert. Springen funktioniert auch, wunderbar. Schießen auf A, Springen auf S. Und das, so. Safen kann man auch speichern. Das ist auch schon mal gut zu wissen, das werde ich ganz oft benötigen auf jeden Fall. Und man sieht schon den ersten Zombie, ja. Und wir töten den ersten Zombie und da ist gleich noch einer, der ran will. Und es ist ganz blöder Zeitpunkt zum Nachladen. Gut, also nachladen sollte man doch vielleicht besser planen irgendwann mal, aber ja, auf jeden Fall ist die Grafik echt ganz süß gemacht. Auch über das kleine Blut und das kleine Blut. Oh, gibt's auch großes Blut. Ruhig Blut. Und ja, das war wieder mit dem Nachladen. Das war natürlich selten dämlich. Aber hui. Ja, stirb, du Zombie. Stirb. Aber wenn ein Zombie eigentlich schon untoter ist, dann kann er eigentlich nicht mehr sterben, weil er ja eigentlich schon tot ist, oder? Das ist das, was ich mich schon immer gefragt habe. Ein Zombie, der schon tot ist, der kann ja gar nicht mehr sterben. Kommen Zombies in den Himmel? Oder in die Hölle? Zombies fressen Menschen, aber Zombies... Was ist, wenn ein Zombie einen bösen Menschen frisst? Kommt er dann in den Himmel, weil er die Welt so lange gesäubert hat? Das sind wichtige Fragen. Zum Beispiel kommt der in den Himmel oder in die Hölle? Werde ich ihn jeweils wiedersehen? Das sind Fragen, die keine Sau interessieren. Und wir bekommen ein Power Orb. Ein Power Orb. Und der Pfeil sagt mir, dass es nach unten geht, aber ich will nicht nach unten. No. Ich muss. Das ist ja toll. Hier kann ich nichts machen mit. Das ist ein bisschen blöd, aber gut, okay. Das muss man mal durch, ne? Die verseuchen hier ein bisschen die Brühe. Wo ich nicht glaube, dass das Wasser noch dreckiger werden kann bei den Mistdingern. Ach, gucke mal. Wir brauchen nicht mal Medizin. Wir sind heil auf gesund. Das läuft ja super bis jetzt. So, ganz gut. Oder halt, ich sollte nichts sagen. Das war jetzt ganz, ganz schlau. Na gut. Ich hatte das Spiel ja schon mal probiert, so ein bisschen reinprobiert, schon mal von der Steuerung und so. Das ist aber schon ewig her und ich muss auch sagen, ich weiß nicht warum, ich bin dauernd gestorben. Also nicht wie so angegriffen, sondern richtig gestorben. Und bis hier bin ich nicht mal gekommen. Aber jetzt gebe ich mir ja Mühe für dich. Und ja, ich würde sagen, ich glaube das schon ganz gut. Und hui, Zombie-Apokalypse. Ja gut, vielleicht ein bisschen mehr Taktik könnte man natürlich schon gebrauchen, aber was kann man hier noch machen? Das ist ja jetzt erst der Anfang und das war jetzt auch eine tolle Leistung von mir. Das war jetzt genau das Beste, was man hätte machen können. Überhaupt das Beste, was man hätte machen können. Ergibt das Sinn? Ich glaube eher nicht.
Aber das ist doch eine schlaue Taktik. Einfach nur springen und schießen. Das finde ich ist eine schlaue Taktik. Da oben ist ein Schloss. Da habe ich irgendwie das Gefühl, das sieht so geschlossen aus. Schloss geschlossen, verstehst du? Das war total unwitzig. Und ich schäme mich für diesen Witz in Grund und Boden. Aber wir müssen ja weitermachen. Keine Zeit fürs Schämen, denn wir machen weiter. Wir kämpfen uns vor natürlich. Wir wollen diesen riesigen Kanal unter unserem Kellergewölbe natürlich wieder für uns haben. Und ja, da geben wir uns auf jeden Fall beste Mühe, wie man gerade gesehen hat. Und das war jetzt auch. Ach so. Wenn mein Licht woanders hin zeigt, dann stehen die wieder auf. Ich habe eine neue Waffe. Ist ja cool. Die gefällt mir. Ja, doch, die gefällt mir. Damit kann ich ganz gut leben, denke ich mal. Echt eine Spinne. Die sieht aus, als lebt sie. Hallo, Spinne. Tust du mir was? Uah, Spinne. Ich mag keine Spinnen. Spinnen sind eklig. Was sind das eigentlich immer für Fackeln, die da stehen? Sind die zur Hilfe? Kann man die mitnehmen, oder? Also mitnehmen kann ich sie nicht, habe ich ja schon probiert, aber... Sind es Hilfe, dass ich weiß, wo ich lang muss, oder? Ich finde einfach mal einen rostigen Schlüssel. Das ist auf jeden Fall... Ja, ein rostiger Schlüssel halt, ne? I wanna jump my love. Da, 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 da. Okay, gut. Jetzt sollte ich mich wieder ein bisschen zusammenreißen. Und ein bisschen meine Konzentration auf die Zombie-Apokalypse wenden. Das ist schon wieder so ein Leuchtstäbchen. So eine Glühlampe. Von unten habe ich das Gefühl, da waren wir schon mal. Das sieht so. Greift mich das an? Nein, gut. Ich dachte, da kommt jetzt auch so ein komischer Zombie rausgekracht. Aber gut. Hier sieht es aus, als wäre ich noch nicht gewesen irgendwie, glaube ich. Ich habe immer so ein bisschen Orientierungsproblem bei sowas, aber... Hier laufen immer Zombies rum. Und die haben Geld. Geiler Scheiß, die haben Geld. Gut, das gefällt mir schon mal. Wenn du hochspringen kann ich auch nicht. Okay, ich dachte... Nee, warte mal. Da unten ist doch dieser komische Knopf. Da waren wir schon mal. Wir waren hier schon mal. Aber hat ja auch einen Vorteil. Immerhin konnten wir jetzt mal hier einmal gegen die Wand klatschen. Was wir vorhin nicht geschafft haben. Hat doch auch Vorteil. Immer gegen die Wand klatschen. Und mit dem dicken Blondinenschädel durch. Aber wenn man sich die Figur anguckt, das ist auch so ein bisschen klischeehaft, oder? Blonde Haare. Absatzschuhe natürlich ganz hervorragend in der Zombie-Apokalypse. Ich laufe auch immer. Also meine Zombie-Apokalypsen habe ich auch immer High Heels an. Muss man mir lassen, ja? Und wer denn hier doch reingemusst? Gut. Das sah für mich so geschlossen aus. Deswegen wollte ich da nicht rein. Aber ist so anscheinend doch offen gut. Und natürlich, was man natürlich auch als Weltretterin hat, ist natürlich eine große Oberweite. Und mal schauen, was der hier zu... Hat er was zu sagen? Ja. Ah, wenn du wirklich raus willst, dann dann gehe zum Wald auf die rechte Seite. Und dort finde ich irgendwas. Und wir bedanken uns natürlich. Und das ist ja süß, dass er uns das gesagt hat. Und so schnell kommt da keiner mit. Okay, aber er möchte nicht mehr raus. Bei ihm ist das zu blöd oder zu viel oder wie auch immer. Ich kann so schnell nicht übersetzen. Also eigentlich kann ich ja überhaupt nicht übersetzen, aber so fällt das ja nicht auf, ne? Das ist ja das Besondere. Gut, Forest Station. Gehen wir doch mal in die Tür rein. Vielleicht bringt's ja was. Oder wir haben keine Energie. Das ist natürlich ganz mies. Ohne Energie keine Bahn. Das ist natürlich jetzt blöd. Wir hätten sowieso keine Fahrkarte gehabt. Aber trotzdem. Man kann es ja mal versuchen, ne? Dann halt... Och, wir können unsere Pistole upgraden. Und ja. Wir können unsere... Gut. Wir können unsere Pistole upgraden. In irgendeinem Brickhouse in the town. Da oben sind so komische Typen. Was haben wir denn hier erstmal? Ach so. S. Die Abkürzung für Automatic Shop System. Wäre ich natürlich auch sofort drauf gekommen, dass es Automatic Shop System heißen soll. Ich meine, wer wäre da nicht drauf gekommen? Das ist doch eindeutig. Eindeutig, Leute. Gut, erstmal natürlich Speicher nicht vergessen und dann einmal durch die... Exit.
Wir wollen doch noch gar nicht zu Ende machen, oder? Exit? Außer hat er doch gesagt, wir müssen zur rechten Seite. Hm.